Ja, hallo, hier ist Stefan aus Panama und heute gehe ich der Frage nach, ob Panama ein teures Land zum Leben ist. Und für den Preisvergleich gehen zwei Supermärkte an den Start. Für Deutschland der Rewe und für Panama der Rey. Beide befinden sich etwa auf dem gleichen Preisniveau und ich werde 38 ausgewählte Produkte miteinander vergleichen. Was denkt ihr, wer teurer ist? Los geht's! Bevor ich die einzelnen Produkte miteinander vergleiche, möchte ich erst noch etwas dazu sagen, wie ich die Produkte verglichen habe. So könnt ihr die Ergebnisse besser interpretieren. Als erstes habe ich die Packungsgrößen herausgerechnet. Das heißt, wenn eine Packung in Panama zum Beispiel 100 Gramm hatte und in Deutschland 120, dann habe ich das herausgerechnet. Außerdem habe ich versucht, möglichst ähnliche Packungsgrößen zu vergleichen. Das heißt, ich habe vermieden, eine Jumbo-Familienpackung mit einer kleinen Probierpackung zu vergleichen. Ebenso habe ich es versucht zu vermeiden, Produkte mit einer unterschiedlichen Qualität zu vergleichen, also zum Beispiel Eigenmarken mit teureren Markenprodukten. Die Preise mancher Produkte waren pro Stück angegeben. Zum Beispiel musste ich ein Stück Avocado in ein Gewicht umrechnen. Dazu habe ich das durchschnittliche Gewicht des Produkts im Internet nachgeschlagen. Um einen fairen Vergleich zu ermöglichen, habe ich keine Angebote berücksichtigt. Um die Preise in Euro umzurechnen, habe ich den Wechselkurs von 1 Euro zu 1,09 Dollar verwendet. Dies war ein typischer Wechselkurs in der näheren Vergangenheit. Es ist auch noch wichtig zu wissen, dass in Panama die Preise ohne Mehrwertsteuer angegeben werden. Das heißt, an der Kasse werden 7% Mehrwertsteuer aufgeschlagen. Produkte, die man isst oder zu sich nimmt, sind davon ausgenommen. Das habe ich auch berücksichtigt. Den Preisvergleich habe ich nach bestem Wissen und Gewissen durchgeführt. Am Ende ist es aber nur eine Stichprobe. Allerdings denke ich, dass man einen wirklich guten Eindruck bekommt, wie das Preisniveau in Panama im Vergleich zu Deutschland ist. Los geht's! Die erste Kategorie, die wir uns anschauen, ist Obst und Gemüse. Und wir fangen mit Tomaten an. 1 Kilo kostet 3,21 in Panama und in Deutschland 1,29. Das heißt, in Panama kosten Tomaten mehr als das Doppelte als in Deutschland. Dann das nächste Produkt sind Gurken. 1 Kilogramm kostet in Panama 1,22 und in Deutschland 2,23. Hier zahlt man in Panama nur knapp die Hälfte wie in Deutschland. Avocados, 1 Kilo, kostet in Panama 5,28 und in Deutschland 5,16 Euro. Das ist etwa gleich. Was bemerkenswert ist, weil ja Avocados in Panama angebaut werden und in Deutschland importiert werden. Das nächste sind Kartoffeln. 1 Kilo kostet in Panama 1,65 und in Deutschland 1,73. Das ist auch etwa auf demselben Preisniveau. 1 Kilogramm Äpfel kostet in Panama 2,61 und in Deutschland 2,99. Das ist erstaunlich, dass die Äpfel 13% etwa günstiger sind wie in Deutschland, weil ja die hier importiert werden müssen. Dann kommen wir zu Orangen. In Panama zahlt man für 1 Kilo 3,21 und in Deutschland 2,33. Das sind knapp 40% mehr, die man hier in Panama für Orangen zahlt. Und das letzte Produkt in der Kategorie ist eine Ananas. In Panama zahlt man für eine Ananas 1,70 und in Deutschland 1,99. Und da ist der Unterschied 15%. Die nächste Kategorie sind Produkte, die man so fürs Frühstück braucht. Als erstes haben wir hier 10 Eier, die kosten in Panama 1,59 und in Deutschland zahlt man dafür 1,99. Das heißt, Eier sind in Panama etwa 20% günstiger. Das nächste Produkt ist Honig, ein Glas 500 Gramm. In Panama zahlt man dafür 6,18 Euro und in Deutschland 4,99 Euro. Das heißt, etwa ein Viertel zahlt man hier in Panama mehr. Erdbeermarmelade, ein Glas 190 Gramm. Dafür zahlt man in Panama 2,42 und in Deutschland 2,69. Das heißt, es ist etwa 10% günstiger hier in Panama. Dann eine schlechte Nachricht für Fans von Nutella, das Glas 750 Gramm. Dafür muss man hier in Panama 10,13 Euro zahlen und in Deutschland kriegt man das schon für 4,59 Euro. Das heißt, das ist mehr als das Doppelte, muss man hier dafür hinlegen.
Dann ein Päckchen Kaffee, gemahlen, 500 Gramm. Ich habe hier Kaffee von der Stange genommen. In Panama zahlt man 7,12 € und in Deutschland 6,99 €. Das heißt, es ist etwa dasselbe Preisniveau, wobei man natürlich auch berücksichtigen muss, der Kaffee wächst hier in Panama und in Deutschland wird er importiert. Und dann die Cornflakes, das ist das letzte Produkt in der Kategorie, 500 Gramm. Ich habe die beiden Eigenmarken miteinander verglichen. In Panama zahlt man 2,02 € und in Deutschland 1,79 €. Das ist in Panama etwa 13% mehr wie in Deutschland. In der Kategorie Milchprodukte haben wir als erstes 1 Liter Vollmilch. Dafür zahlt man in Panama 1,58 € und in Deutschland 1,39 €. Das sind etwa 14% mehr hier in Panama. Dann als nächstes haben wir Camembert. Da gibt es eine schlechte Nachricht. 125 Gramm kosten hier in Panama 4,38 € und in Deutschland bekommt man das beim Rewe als Eigenmarke schon für 99 Cent. Hier könnte man einwenden, dass der Vergleich unfair ist, weil ich beim Rewe die Eigenmarke verglichen habe. Aber es ist halt einfach so, dass es in Panama keinen günstigeren Weichkäse gibt. Und das ist halt der günstigste und das kommt da zum Ausdruck. Also wer ein Camembert kaufen möchte, der muss halt das zahlen. Und das sind satte 342% mehr hier in Panama. Beim Gouda kostet die Packung mit 210 Gramm 3,74 € in Panama und in Deutschland 2,19 €. Das sind auch satte 71% mehr. Für einen Joghurtbecher mit 200 Gramm zahlt man hier in Panama 87 Cent und in Deutschland 69. Das ist etwa ein Viertel mehr. Und als letztes Produkt in der Kategorie haben wir Butter. In Panama zahlt man für eine Packung 3,94 € und in Deutschland 2,35 €. Das heißt, in Panama zahlt man auch etwa die Hälfte mehr wie in Deutschland. Die vierte Kategorie in dem Vergleich sind Fleisch- und Wurstwaren. Als erstes Produkt haben wir den Kochschinken, eine Packung mit 100 Gramm. Dafür zahlt man in Panama 1,24 € und in Deutschland 2,49 €. Das heißt, in Panama spart man etwa die Hälfte gegenüber in Deutschland. Hier bei dem Kochschinken möchte ich noch gern was zeigen. Und zwar, wenn man dort einen importierten Kochschinken wählt aus den USA, dann zahlt man dafür 3,74 €. Und wenn man das vergleicht mit Deutschland, mit den 2,49 €, die wir gerade hatten, dann ist es 50% mehr. Also es macht wirklich bei diesen Fleisch- und Wurstwaren macht es einen großen Unterschied, ob das aus Panama kommt oder ob das importiert wird. Das nächste Produkt ist Salami, die Packung mit 80 Gramm. In Panama zahlt man 3,14 € und in Deutschland kriegt man schon für 1,99 €. Das heißt, in Panama sind es fast 60% mehr. Das Hühnchenbrustfilet, da kriegt man 1 Kilogramm in Panama für 7,69 € und in Deutschland muss man da 16,90 € zahlen. Das heißt, in Panama kostet das Hühnchenbrustfilet weniger wie die Hälfte als in Deutschland. Und das letzte Produkt in der Kategorie ist 1 Kilogramm Rinderhack. In Panama zahlt man dafür 8,39 € und in Deutschland 13,90 €. Und das ist immerhin 40% günstiger wie in Deutschland. Die nächste Kategorie sind Drogerieartikel. Das erste Produkt ist eine Zahncreme, 75 Milliliter. In Panama zahlt man dafür 1,56 € und in Deutschland 1,19 €. Das heißt, es ist knapp ein Drittel teurer hier in Panama. Ein Deo, 50 Milliliter, in Panama kostet 3,20 € und in Deutschland muss man dafür 2,45 € hinlegen. Das heißt, Panama ist fast 50% teurer. Eine Sonnencreme, Lichtschutzfaktor 50, 200 Milliliter. Dafür muss man in Panama 12,76 € zahlen und in Deutschland 10,99 €. Das sind etwa 16% mehr hier in Panama. Ein Shampoo Head & Shoulders, 300 Milliliter, kostet in Panama 6,83 € und in Deutschland kriegt man das schon für 4,75 €. Das sind etwa 44% mehr hier in Panama. Und als letztes Produkt in der Kategorie haben wir Waschpulver, 1,3 Kilogramm, kosten in Panama 5,17 €
und in Deutschland 4,79. Das sind moderate 8% mehr hier in Panama. Dann sind wir jetzt schon bei der Kategorie Nudeln und Reis. Als erstes haben wir die Packung 500 Gramm Spaghetti. Da habe ich die günstigsten genommen, die ich gefunden habe. In Panama war das für 1,19 und in Deutschland hat man schon welche für 79 Cent gefunden. Das heißt, in Panama sind das gut 50% mehr. Zum Vergleich habe ich dann noch teurere Nudeln genommen. In Panama zahlt man für die Barilla-Nudeln 3,39 und in Deutschland 2,29. Das sind auch etwa 50% mehr. Und dann noch die Packung Reis, 1 Kilo. Dafür zahlt man in Panama 1,37 und in Deutschland 2,89. Das heißt, in Panama ist der Reis etwa die Hälfte günstiger wie in Deutschland. Die vorletzte Kategorie sind Getränke. Eine Flasche Coca-Cola 1,5 Liter kostet in Panama 1,74 und in Deutschland 1,59. Das sind moderate 10% mehr hier in Panama. Eine Flasche Sprudel, ein Dreiviertel Liter, kostet hier in Panama 2,32 und in Deutschland lediglich 79 Cent. Das ist fast 200% mehr als in Deutschland. Die Ursache dafür ist, dass hier einfach niemand Sprudel trinkt und hier dann einfach das importierte San Pellegrino in den Regalen steht und ja, da hat man wenig Auswahl. Ein halber Liter vom lokalen Bier kostet in Panama 1,08 € und in Deutschland bekommt man das für 99 Cent. Das sind etwa 9% mehr hier in Panama. Was mir beim Bier auch noch aufgefallen ist, dass man in Deutschland fast nur die großen halben Liter Dosen findet und in Panama sind es die kleineren Dosen. Und zum Schluss habe ich noch einen Rotwein, einen Rioja. Da war es schwierig, halt einen Wein zu finden, der sowohl in Deutschland wie auch in Panama verkauft wird. Ein Dreiviertel Liter kostet in Panama 9,95 und die gleiche Flasche bekommt man in Deutschland für 6,99. Das sind gut 40% mehr hier in Panama. Zum Abschluss habe ich jetzt noch eine Kategorie Sonstiges. Eine Tafel Rittersport Vollmilch kostet in Panama 2,52 € und das kriegt man bei uns in Deutschland schon für 1,29 €. Das ist fast das Doppelte wie in Deutschland. Ich habe auch nochmal geschaut, was zum Beispiel eine Fertigpizza kostet. In Panama kriegt man da eine für 3,44 € und in Deutschland kriegt man die schon für 2,22 €. Wobei mir aufgefallen ist, in Deutschland kriegt man ja schon so Eigenmarken, eine Dreierpackung für unglaublich günstig. Also da gibt es nichts Entsprechendes in Panama. Und das letzte Produkt, Hundefutter, 3 Kilogramm. In Panama zahlt man dafür 10,80 und in Deutschland 4,49. Das sind auch 141% mehr hier in Panama. So, das waren die einzelnen Produkte. Haben euch die Preise überrascht? Auf dieser Seite hier seht ihr eine Zusammenfassung von allen Produkten. Ich habe sie in 3 Gruppen eingeteilt. Die erste Gruppe ist teurer als in Deutschland, dann kommt etwa gleich teuer und am Ende ist eine Gruppe von günstigeren Produkten. Als Limit für gleich teure Produkte habe ich plus minus 15% gewählt als Abweichung vom deutschen Preis. Man sieht deutlich, dass die Kategorie teurer als in Deutschland die größte Kategorie ist. Und ich hatte hier mal einen Schweizer getroffen, der meinte, dass bei ihm in der Schweiz der Einkaufswagen voller ist, wenn er zum Aldi geht, als im Vergleich zu Panama. Aber schauen wir uns die Ergebnisse mal genauer an und ich würde es wie folgt zusammenfassen. Also besonders teuer ist importierter Käse und Fleisch und ebenso exotische Produkte wie Sprudel, die hier in Panama fast nicht konsumiert werden. Was deutlich günstiger ist als in Deutschland, sind die Grundnahrungsmittel, von denen sich die Panameños hauptsächlich ernähren und die auch hier angebaut werden. Das sind zum Beispiel Reis, Fleisch und Eier. Auch Obst und Gemüse kann man hier zu einem fairen Preis finden. Wenn man als Deutscher in den Supermarkt geht und wie gewohnt einkauft, würde ich behaupten, dass man hier in Panama wahrscheinlich 30-60% mehr zahlt als in Deutschland. Jetzt stellt sich die Frage, wie die Panameños bei diesen Preisen über die Runde kommen.
Das Pro-Kopf-Einkommen in Panama beträgt $14.000 im Jahr, im Vergleich zu $51.000 in Deutschland. Bei Supermarktpreisen, die im Schnitt 30-60% teurer sind, sieht das schwierig aus. Meine Antwort darauf ist, der Warenkorb macht den Unterschied. Viele Produkte, die für Europäer normal sind, werden vom Durchschnittspanameño schlicht nicht oder nur ganz selten gekauft. Wenn ein Europäer in Panama in den Supermarkt geht, wird er zu den bekannten bzw. teuren Produkten greifen. Viele Einheimische kaufen Obst und Gemüse auch nicht im teuren Supermarkt. Zum Beispiel sieht man hier manchmal, dass sogenannte Puercas verkauft werden. Eine Puerca ist ein von einem Bauern zusammengestellter Sack aus verschiedenem Gemüse und Salat. Ein anderes Beispiel sind Orangen. Während der Erntezeit findet man Säcke mit 100 Stück für $8. Wenn ihr euch erinnert, waren die importierten Orangen im Supermarkt knapp 40% teurer als in Deutschland. Der einzige Unterschied ist, dass die Orangen in Panama etwas anders aussehen. Was auch noch interessant zu wissen ist, dass in Panama die Preise mit dem Abstand zu Panama-Stadt tendenziell zunehmen. Also vor allem von den Produkten, die über Panama-Stadt importiert werden. Und zwar liegt es an der Geografie. Panama-Stadt ist ja etwa in der Mitte von Panama. Und alle Produkte, die importiert werden, die müssen erstmal ins Landesinnere transportiert werden. Und das zählt zum Beispiel auch für Elektrogeräte. Das heißt, wenn jetzt jemand an der Grenze zu Costa Rica wohnt und sich eine Wohnung neu einrichtet, dann kann es günstiger sein, die Sachen in Panama-Stadt zu kaufen, sich einen Transport zu organisieren und das dorthin transportieren zu lassen, als es direkt vor Ort zu kaufen. Umgekehrt ist es natürlich auch so, dass gerade landwirtschaftliche Produkte natürlich im Landesinneren günstiger sind, wo sie angebaut werden. Zum Beispiel in Chiriquí an der Grenze zu Costa Rica gibt es einen Ort Cerro Punta und da kommt ganz viel Gemüse her. Auf der Azuero-Halbinsel gibt es ganz viele Viehzucht und bei La Chorrera hier um die Ecke werden ganz viele Ananas angebaut. Diese Karte, die man hier sieht, die ist natürlich nicht vollständig, da gibt es noch viel mehr Anbaugebiete. Und diese Waren müssen dann zum Verkauf natürlich erstmal nach Panama-Stadt transportiert werden in die Supermärkte. So, dann komme ich so langsam mal zum Schluss. Auf die Frage, ob Panama ein teures Land zum Leben ist, gibt es von mir ein ganz klares Jein. Wenn man hier wie in Deutschland einkauft, zahlt man geschätzt etwa 30-60% mehr im Supermarkt. Dabei kommt es aber ganz klar auf den Warenkorb an. Wer nicht auf den europäischen Käse oder den spanischen Wein verzichten kann, wird einen deutlichen Aufschlag zahlen im Vergleich zu Deutschland. Wer sich am Lebensstil der Einheimischen anpasst, kann auch Geld sparen. Neben den Supermarktkosten gibt es natürlich auch noch andere Ausgaben, auf die ich in diesem Video nicht eingegangen bin. Dinge wie Wohnen, Medizin, Mobilität, Ausgehen oder Kleidung spielen ebenfalls eine wichtige Rolle. Ich hoffe, dieses Video war informativ. Ich habe versucht, ein möglichst objektives Bild von Panama zu geben. Lasst gerne einen Kommentar da, wie ihr die Preise findet. Wenn ihr mehr über Panama wissen wollt, abonniert den Kanal und lasst ein Like da. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao!